Tripulación cabina próximos al aterrizaje. Und da sind wir schon im nächsten Vlog. Ich habe gerade den letzten abmoderiert. Ich bin immer noch in Mexico City, es ist immer noch 14:30 Uhr und ich werde mich mal ein bisschen hier in der Stadt umsehen. Ich fange gleich mal in dem Wald rund um Chapultepec Castle an, da war ich ja das letzte Mal schon. Und guck mal, wo es mich so hintreibt. Lasst euch überraschen, ich tue es auch. Und wenn ihr den letzten Vlog vom Chapultepec Castle noch nicht gesehen habt, verlinke ich euch den mal hier oben. Und für all die den Vlog von eben aus Teotihuacan noch nicht gesehen haben, abschalten, gucken und dann wieder herkommen. Das ist nämlich gerade eben erst passiert. Also, kommt mal mit. Schon ein gewisser Spannungsbogen vorhanden. Aber es passiert irgendwie nichts. Oh, das sitzt sich jetzt aus. Die müssen da wieder runterkommen. Es regnet. Das müssen wir mal unterstellen. Sie machen Musik. Oh mein Gott. Gracias. Buenas tardes, una cooperación para la danza de los voladores jóvenes. Una colaboración para la danza jóvenes. Gracias. Les faltó por ahí jóvenes, les faltó una cooperación para la danza. Pero ya viste, todos unos tienen diferentes como posiciones. Y eso, luego aparte también. Despacito tiene que hacerlo, ¿no? Porque si no el golpe de la cabeza. Bravo! Alter, was stimmt denn mit den Jungs nicht? Ich hätte auf halber Strecke, glaube ich, Blut gespuckt und meine Augäpfel wären geplatzt. Alter Falter, Respekt! Ich wüsste ja auch gerne mal, wie die da hochgekommen sind. Weil... Also runter hat die Gravitation sie gedreht, aber hoch müssen die irgendwie vorher gerannt sein oder so. Ha! Wow! Also ihr könnt nicht sagen, gibt mir nichts geboten. Dass ich alles für euch schon mal vorbereitet habe. Gandhi, hier ein Denkmal. Zu Recht. Ich denke, das Thema Gewaltfreiheit könnte heutzutage mal wieder ein bisschen mehr Fokus haben. Bisschen. Ich musste hier leider im Regen stehen lassen, aber ist ja Kummer gewohnt. Da hätten wir auch das Anthropologische Museum, was mir sehr ans Herz gelegt wurde. Aber es sieht richtig, richtig voll aus. Und ich weiß nicht, ob das so ein Vergnügen ist. Ich
check mal kurz, ob man da mal ohne Eintritt reingucken kann. Ansonsten spare ich mir und euch das, glaube ich. Das verläuft sich hier ganz gut. Es scheint auch ziemlich groß zu sein. Ich gucke mich ja also mal kurz um. Tripod ist verboten. Habe ich natürlich abgemacht. Nee. Man kommt dann in den Eingangsbereich rein, da brüllen überall Securities rum und es ist laut, es sind viele Leute da. Ich möchte das etwas entspannter angehen. Also, ich habe am Donnerstag vielleicht noch ein bisschen Zeit, da dürfte das da ein bisschen entspannter sein. Aber ansonsten, man muss ja auch einen Grund haben, nochmal wiederzukommen. Ne? Jetzt erstmal weiter durch Chapultepec Park. Chapultepec Park, das klingt lustig. Damit wäre das auch geklärt. Ich weiß nicht, ob man das eben sehen konnte. Die klettern mit den Seilen hoch, wickeln die oben rum und dann hängen sie sich runter und dann dreht sich da dieses Viereck, während das Seil sich von der Spule abwickelt. Irgendwer macht da einen Riesenlärm. Riesenlärm, guck ich mir an. ¿De dónde eres? ¿Hablas español? No. No, te voy a contestar. Ingo, my name is John. John Mandam. Pleasure to meet you. I love you. Come on, woman, please, come on. Agárrame aquí. ¿Les gustaste a las mujeres mexicanas? Escoge una. Te la cambio por 5 de allá. Escoge una mujer. Casi no sé hablar inglés. ¿Alguien que me traduzca? ¿Quién sabe hablar inglés? Si yo lo agarro a él, ¿qué le estoy haciendo? Lo estoy cogiendo. Ok, ¿ya entendiste? He says like you choose one woman from here and he changes. Todo eso dije, no mames. He changes what? Me hicieron su plática. Ya te la bajaron, pendejo. Okay. But my wife wouldn't like that. He's married. Está casado. Está casado. ¿Y eso nosotros? You ¿Play wanna dance? dance? You wanna Play dance? dance? I don't think so. No lo crees. ¿Ya? ¿Ella está bonita o fea? ¿You? Beautiful. A ver, moment please. A ver quién ganó. ¿El aplauso para el gordo? ¿Para el güero? ¿Para ella? No, Sandra. Fuerte el aplauso. ¡Ay! I love you! I love you too! Das habe ich mir wohl selbst zuzuschreiben. Erinnert mich bitte daran, dass wenn ich das nächste Mal sage, das ist ja genau mein Ding und das gucke ich mir an. Hey, da ist es laut, dass ich da vielleicht einfach wegbleibe. Naja, was tut man nicht alles? Ich habe mich mal zum Obst gemacht und wahrscheinlich viele schmutzige spanisch-mexikanische Witze auf meine Kosten aushalten dürfen. Naja, war ja nicht schwer auszuhalten, wenn man kein Wort versteht. Aber dort ist jetzt quasi Chapultepec, was ihr jetzt nicht sehen könnt. Wo ich beim letzten Mal war, ich bin jetzt auch quasi genau an dem Punkt, wo ich das letzte Mal zu Chapultepec abgebogen bin. Habe jetzt also den Rest des Parks gesehen. Jetzt auf den Schreck essen. There is something we need. It's a leap of faith. A step away from the comfort zone. Medium. Be a little brave. So take a look around you. How far can you see? A little bit spicy.
Das ist richtig gut hier. Richtig, richtig gut. Frische Granatapfelkerne. Gebratenes Gemüse. Reis. Erdnüsse. Alles super frisch. Richtig, richtig gut. Ich komme das nicht mit den Stäbchen klar. Leguissima, starker Start. Sehr, sehr starker Start. Und auch super nett hier. Total die nette Gegend. Das ist eindeutig nicht nur irgendeine Tofu-Bude, sondern die machen richtig, richtig gutes Essen. Frisch, lecker. Um noch ein bisschen Luft zu haben, sage ich mal 8 von 10 Punkten. Wobei ich gar nicht richtig weiß, wofür ich 2 abziehen soll. Aber da muss noch ein bisschen Luft sein. It's a beautiful world out there. Just don't pass on the dare. If you have the will and a moment to spare, it's a beautiful world out there. It's a beautiful world out there. It can be a bit... Lost Losers, you lost. Ihr wurde mir zwar angezeigt als vegan bei Google, aber das war leider nichts. Sieht zwar nett aus bei euch, aber nichts für mich dabei. Ein oder zwei habe ich noch. Just don't pass on the dare. If you have the will and a moment to spare, it's a beautiful world out there. It's a beautiful world out there. Oh, it's a beautiful world out there. And just don't pass on the dare. If you have the will and a moment to spare. Also Mora Mora ist mehr so ein Takeout. Sind hier irgendwie am Ausgang von so einem Fitness- oder Wellnessstudio. Aber gibt es einen sehr, sehr guten Avocado-Toast. Zumindest sieht er sehr gut aus. Schmeckt auch sehr gut. Kostet 80 Pesos, also 4 Euro. Das finde ich für mitten in der Stadt echt in Ordnung. Und gibt es auch noch alles mögliche andere. Die sind halt auf Clean Food spezialisiert, also Hummus und all so ein Zeug. Kann man eindeutig machen. Nicht so gut wie die Nummer 1. Vegan, schon wieder vergessen. Das ist mehr so eine 6,75. Und wie immer alles mit Lime. Voll gut. Der nächste Stopp ist gleich eine echte Sehenswürdigkeit für alle Fans der Serie Somebody Feed Phil. Wer die noch nicht gesehen hat, guckt da mal rein. Phil geht, so wie ich eben, durch Städte und futtert sich durch Restaurants. Und der war auch hier in Mexico City. Und der war hier in einer Bakery. Und das ist die einzige Location, die für mich sinnvoll erreichbar war, in der Phil war. Und um meine Phil-Imitation abzuschließen, werde ich da gleich auch noch hingehen. Und mir einen Donut und ein Brot oder sowas kaufen. Auf jeden Fall nichts Großes mehr. Ich bin nämlich schon ziemlich satt. Ich weiß nicht, wie Phil das macht. Das ist ein harter Job. Der frisst sich irgendwie durch 3 Restaurants am Tag oder 5. Das könnte ich nicht. Schwer. Ich möchte mein Urteil auf eine 7 erhöhen. Jetzt zum Grand Finale. It's a beautiful world out there. It's a beautiful world out there. Oh, if you have the will and a moment to spare, it's a beautiful world out there. Und da wären wir. Und ich bin hier, um Pulque-Brot, das ist Brot mit so einem vergorenen Zeug zu probieren, das ist auf Basis. Pulque würde ich gerne probieren und die Donuts sollen unfassbar gut sein. Das heißt, für die Donuts wird heute mal eine Ausnahme gemacht. Wer mehr über den Laden erfahren will, guckt euch Phils Folge an aus Mexico City. Tja, da war man leider schon kurz vor dem Schließen. Ich bin zu spät dran. Und es waren keine Donuts mehr da. Also bleibt der Abend vegan. Aber ich habe Pulquebrot mit Anis bekommen. Ich bin richtig gespannt darauf. Aber das probiere ich im Hotelzimmer.
Oh. So, da wären wir wieder. Nach 25.000 Schritten. Erstmal ein US-Exportgetränk. Und jetzt natürlich das Pulque-Brot. Moment, ich will euch natürlich nicht dumm sterben lassen. Ich habe nämlich und euch genau erklären, was Pulque ist. Also Pulque ist das mexikanische Nationalgetränk und es ist ein alkoholisches Gärgetränk aus dem fermentierten Saft verschiedener Agaven. Und das wurde benutzt, um dieses Brot hier zu backen. Es riecht so ein bisschen wie ein Milchbrötchen. Gebrochenes Brot ist immer das Beste. Süß. Obwohl da Anis drin ist. Der Anis passt aber total gut dazu. Ich glaube, den Schinken esse ich heute Abend noch auf. Aber das macht es natürlich jetzt umso schwerer, den großen Sieger zu erklären. Bis ich das Brot eben probiert habe, hätte ich gesagt, geil, jetzt kommt der Anis im Nachgeschmack. Oh, Also eigentlich hätte ich gesagt, das Vegoissima holt locker den Thron. Aber dieses Brot... Also passt auf, wenn ihr nur ein Restaurant besuchen könnt, also eine Lokalität in Mexico City, dann ist das die Panaderia Rosetta. Ihr müsst dieses Brot probieren. Ja, dieses Brot ist ganz eindeutig eine... Ich war halt irgendwie traurig, dass ich den Donut nicht mehr bekommen habe, aber das ist viel besser. Donut wäre ein Scheiß dagegen gewesen. Ja, aber ganz dicht gefolgt von dem Vegoissima. Ist natürlich auch irgendwie was anderes. Das ist ein richtiges Restaurant. Also wenn ihr Hunger habt, was Leckeres essen wollt, super nette Menschen da treffen wollt, die euch bedienen, geht ins Vegoissima. Und dann frisch gestärkten Brot kaufen gehen. Ich denke, dabei können wir es belassen. Ich werde noch meine... es ist Sünde, die Dr. Pepper dazu zu trinken. Ich hab Durst. Dr. Pepper. Nur aus den USA wirklich gut, weil ganz andere Rezeptur als in Deutschland. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht, mich durch Mexiko zu begleiten. Ein weiteres Mal, also Mexico City. Ich freue mich inzwischen richtig auf zu Hause. Und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Vlog. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, abonnieren. Und ich freue mich, wenn ihr wieder reinschaut. Bis dann. Ciao.